Bevor wir dieses Video starten, wollte ich euch ein großes Dankeschön sagen, denn wir sind jetzt über 100 Leute auf diesem Kanal. Und es mag für euch total seltsam erscheinen, dass ich mich da jetzt so drüber freue. Aber ich muss gestehen, ich mache das Ganze. Ich mache ja jetzt schon seit Dezember meine Videos. Und das sind also jetzt schon knapp 3 Monate. Und ich freue mich, dass wir so schnell auf 100 Personen gekommen sind. Und dass es tatsächlich 100 Leute gibt, die meine Videos genießen. Jetzt sind wir sogar schon bei 104 Leuten. Also vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball und ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Und weil wir ja jetzt so viele sind, habe ich gedacht gehabt, vielleicht wollen einige Leute von euch mich mal näher kennenlernen oder generell mal so ein bisschen was über mich erfahren. Denn ihr seht mich ja immer nur am Rumlaufen, wie ich mein Haus aufräume. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Wahrscheinlich werde ich im Anschluss dazu noch so ein kleines Aufräumvideo machen, weil das ja einfach zu dem Kanal passt, den ich mache. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste mir gerade schon so eine Ecke zurechtsuchen, die nicht voll bepackt ist mit Kram oder einfach nur dreckig, denn es sieht jeden Tag so aus. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Und ich muss ein bisschen aufräumen, denn ich bin jetzt mit der Arbeit fertig geworden und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt sozusagen meine zweite Arbeit und anschließend räume ich auf und mache das Essen. Ja, mein Name, ich glaube, wir beginnen mal damit. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Mein Name ist Christina. Und viele von euch werden sich jetzt vielleicht auch wundern, warum mein Name nicht auch gleichzeitig mein YouTube-Name ist. Und dazu kann ich euch nur sagen, meine Mann, es gibt anscheinend sehr, sehr viele Christinas, die gerne auf YouTube unterwegs sind. Und deswegen musste ich mich halt umentscheiden. Habe dann einfach Kiki genommen, weil das früher mal mein Spitzname war. Und deswegen heißt der Kanal jetzt Kiki Keeks. Als zweites habe ich mein Alter. Und das habe ich ja schon in einigen Videos erwähnt. Ich bin 30, werde dieses Jahr 31. Und ja, lasst mich den jungen Hüpfern unter euch sagen, die Zeit, die vergeht echt viel zu schnell. Schneller als man denkt. Ich denke mir auch so oft, wenn ich aufstehe, oh, 19, 20. Und dann blicke ich in den Spiegel und denke so, nein, nicht wirklich. Man sieht das Alter. Aber ja, genießt die Zeit, solange ihr noch jung seid. Ja, und ich weiß nicht, ob man das zwischendurch vielleicht raushört oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Akzent habe. Ich wurde in Kasachstan geboren und bin mit 4 Jahren nach Deutschland gezogen, mit meinen Eltern zusammen. Mit der ganzen Familie von der Seite meiner Mutter. Und ja, mit 4 Jahren bin ich dann hier in Deutschland angekommen. Und habe auch immer noch Verwandtschaft dort. Ein Teil ist in Kasachstan, ein Teil ist in Russland und einige sind halt überall verstreut. Die einen in Frankreich, die anderen hier in Deutschland, dann aber in anderen Städten. Und auch ganz, ganz viele wohnen hier in der Stadt, in der ich auch wohne. Da sind unsere meisten Verwandten. Zu meinem Beziehungsstatus. Das klingt so seltsam. Ich bin verheiratet und das seit 2013. Das heißt, wir sind dieses Jahr 8 Jahre verheiratet und haben 2 Kinder. Max, das ist unser Ältester, der wird dieses Jahr 7. Und Emma ist dieses Jahr 2 geworden. Das ist unsere Kleine. Und mehr als die beiden wird es nicht geben. Das reicht an Kindern, das ist anstrengend genug. Zumindest für mich. Die haben wir auch erst nach der Hochzeit bekommen. Diese Frage kriege ich ganz häufig gestellt. Habt ihr geheiratet, weil du schwanger wurdest? Nein, ich war nicht schwanger. Wir wollten einfach jung heiraten. Das war so. Ich war 22 und Alex war 24. Und wir bereuen es bislang noch nicht. Noch nicht. Ja, meine Videos drehe ich ja hier zu Hause. Wir sind in dieses Haus gezogen vor circa 6 Monaten. Vielleicht sind es auch schon 8. Vielleicht sind es auch schon 10. Ich weiß nicht, die Zeit, die rennt. Auf jeden Fall sind wir in der ersten Phase des Lockdowns in dieses Haus gezogen. Und wohnen seitdem hier. Und lasst mich euch eins sagen, zieht man von einer kleinen Wohnung in ein riesiges Haus, hat man echt viel zu putzen. Es ist zwar schön, dass man hier zu viel Platz hat, ne? Man kann die Sachen besser verteilen, aber es ist eine Menge Arbeit, die dieses Haus mit sich bringt. Wir haben keine Haustiere, wir leben hier allein in diesem Haus. Und ich muss dazu sagen, also momentan ist es auch so, dass wir wahrscheinlich kein Haustier kriegen werden. Zumindest nicht in den nächsten 2, 3 Jahren. Die Kinder wollen zwar gerne einen Hund haben und irgendwann kommt es vielleicht auch, aber jetzt nicht in naher Zukunft. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, wie ich frage mich auch bei jedem YouTuber, ob der tatsächlich einen Job hat. Wobei ich sagen muss, seitdem ich diese Videos mache,
kann ich verstehen, warum viele YouTuber das Vollzeit machen. Das ist nämlich echt anstrengend, das Ganze zu schneiden und so weiter. Aber ich habe tatsächlich einen richtigen Job, wenn man so will. Ich arbeite 5 Stunden am Tag und das 5 Tage die Woche. Und zusätzlich dazu werde ich jetzt auch noch im Sommer ja, so eine Weiterbildung, ich weiß nicht, ob man das Weiterbildung nennen kann. Es ist sozusagen ein Studium, was man neben der Arbeit machen kann, das speziell für meinen Job, den ich gerade ausübe, ist. Und ja, das werde ich dann machen und das wird 2 Jahre gehen und deswegen sind keine Haustiere geplant, weil wir einfach keine Zeit dafür haben werden. Der letzte Punkt auf meiner Liste sind meine Hobbys und ich hatte schon immer sehr, sehr viele Hobbys und das ist auch beigeblieben, auch trotz der Kinder und trotz des ganzen Haushalts, wobei ich natürlich viel weniger Zeit jetzt dafür habe. Bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich circa 6 Bücher im Monat gelesen. Das war so toll. Ich habe es geliebt. Viele von euch, die auch so leseverrückt sind, werden das kennen. Das ist echt so, als ob man sich in einer anderen Welt verliert. Und das ist immer so schön gewesen. Und seitdem ich YouTube habe, komme ich zu gar nichts anderem mehr. Ihr werdet es gemerkt haben, ich habe vorher nie irgendwelche Videos geschnitten oder halt habe irgendwie vor der Kamera gestanden. Das heißt, ich brauche ewig lange für meine Videos, weil ich mich entweder ständig verspreche oder vergesse, was ich sagen wollte oder anfange zu plappern und dann vergesse, was ich eigentlich sagen wollte oder was die Frage war. So wie zum Beispiel gerade eben. Wo waren wir? Ach ja, Hobbys. Ja, das sind meine Hobbys gewesen. Und jetzt wollte ich unbedingt mit YouTube anfangen. Das war schon immer mein Wunsch. Ich glaube, das erste Video habe ich mit 22 gefilmt. Das war 2012, bevor Alex und ich überhaupt geheiratet haben. Und das war echt so, ich wollte es immer versuchen. Und ich habe mich aber nie getraut, es hochzuladen. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was? Bis 30, bis selbstbewusst genug, um das jetzt durchzustehen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen mache ich das jetzt hauptsächlich. Ich lese immer noch gerne und das mache ich auch ab und an immer noch. Allerdings sind es keine 6 Bücher mehr im Monat, sondern vielleicht nur noch 1. Manchmal auch immer noch 4. Dann bin ich aber auch echt überlastet von meiner Kapazität hier oben. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt so ein bisschen mehr über mich erfahren. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht kann ich das im nächsten Video einfach so ein bisschen mit integrieren, dass wir da nicht nochmal so ein einzelnes Video von machen. Gut, dann lasst uns mal dieses Haus in Ordnung bringen. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch ins Video mit integriere oder nicht. Aber ich habe ja gesagt gehabt, dieses Haus sieht schrecklich aus und so ist es tatsächlich auch. Das Haus sieht wirklich sehr, sehr schrecklich aus. Das muss ich jetzt zumindest hier unten im Erdgeschoss so einigermaßen in Ordnung bringen. Damit, falls jemand hier vorbeiguckt oder falls jemand ins Fenster reinschaut, denn wir wohnen im Neubaugebiet und hier guckt jeder ständig ins Fenster, wenn er lang läuft, muss es wenigstens so einigermaßen sauber aussehen. Nicht, dass die Leute denken, die Flodders wohnen hier drin. Also übrigens, ich kann nie sauber machen mit offenen Haaren. Wenn ich das tue, dann wirklich nur fürs Video und weil ich nicht jedes Mal dieselbe Frisur dabei haben will, aber wer kann mit offenen Haaren sauber machen? Das läuft nicht. Deswegen gibt es einen Dot. Hier seht ihr jetzt die Bevoraufnahmen und ich werde mich heute auch nur auf diese 2 Zimmer konzentrieren, sprich die Küche, das Ess- und Wohnzimmer. Ich werde heute Mante machen, da die Kinder nicht da sind, passt das ganz gut. Und da beginne ich mit meinem Teigrezept aus dem Video mit den Vareniki. Und solange der Teig jetzt im Kühlschrank steht, beschäftige ich mich mit der Geschirrspülmaschine. Da räume ich jetzt die ganzen Brotdosen vom Abend zuvor aus und stelle die Spülmaschine nochmal neu, ebenfalls mit den ganzen Plastiksachen, denn der Waschgang dafür dauert nicht allzu lange. I hate to stare at you through these lights, so I wait for you, wait for me, wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted. Anschließend packe ich die ganzen Reste vom Essen weg. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh, this ain't love, no, no, this ain't love, no. Zwischendurch wische ich immer mal wieder die Flächen, auf die ich nichts mehr stellen werde.
Hier bereite ich das Geschirr für den nächsten Spülgang vor. Ja, und diesen Sandwich-Maker musste ich unbedingt mal reinigen. Und wie ihr sehen könnt, fliegen da aus der Ritze sogar richtig viele Krümel raus. Und ich wasche kaum Sachen per Hand ab, allerdings die Pfannen schon und halt so große Deckel, die nicht in die Spülmaschine passen. Das ist dann aber auch das Einzige. Solange wie ich die Kamera zum Laden gestellt habe, hatte ich schon mal im Vorfeld im Wohnzimmer etwas zusammengeräumt. Deswegen ist es da so ziemlich sauber. Und das war die letzte Geschirrladung für diesen Tag. Hier bereite ich nun die Füllung für die Mante zu. Hier habe ich schon mal Kartoffeln klein geschnipselt und habe Hackfleisch mit hineingegeben. Natürlich würze ich das Ganze und ich würze wirklich viel, damit es auch schmeckt. Und das Ganze vermische ich dann so lange, bis es eine Masse ergibt. Das habe ich dann jetzt für mich gemacht. Das sind Shrimps, die ich klein gehackt habe und auch Brokkoli. Das Ganze habe ich dann auch wieder gewürzt. Ich mag das Fleisch in den Mante nicht so gerne, auch in den Pilimenien nicht. Deswegen habe ich für mich diese Mischung gemacht. Already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you come around just to play. Hier packe ich jetzt die Füllung in die ausgerollten Teigkreise und ich zeige euch hier, wie ich die zusammenfalte. Es wird gleich nochmal in einer Slow Motion sozusagen gezeigt werden, Schritt für Schritt, wie man zu dieser Form kommt. Das ist so ein Dampfgarer, den man für diese Mante verwendet. Und da tupfe ich jetzt den Boden von diesem Mante in etwas Öl und packe die dann auf die Fläche. Und solange wie diese Mante jetzt kochen, die brauchen nämlich ungefähr 45 Minuten, zeige ich euch die Nachherbilder. Und ihr seht, im Esszimmer ist einiges vollgestellt, weil ich da ja schon den Tisch gedeckt habe. Und da waren die Mante endlich fertig und sie sehen super aus. Und sie waren super lecker. Und da wir schon kurz vorm Sterben waren, hat das so gut getan, dass sie endlich fertig waren. Nochmal so ein Schlussvideo filmen, bevor ich hier anfange aufzuräumen und dann total verschwitzt wieder hier sitze, wie beim letzten Video. Das wollte ich nicht nochmal. Habe ich gedacht, ich filme das direkt im Anschluss. Ich wollte einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle sagen. Mich freut das wirklich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis Mittwoch und Sonntag. Bis dann!